Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und Michael, der Kameramann, freut sich dabei zu sein. Genau. Und wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, ne? Ja. Genau. Und wir wollen uns nochmal bedanken. Ihr habt auch super liebe Kommentare geschrieben, auch als das mit Finnick war, wie Finnick weg war. Und jeder andere Kommentar auch. Wir sind euch so dankbar. Und das müssen wir nochmal sagen, ne, Micha? Ja, finde ich auch. Genau, dass ihr ein besinnliches und wunderschönes Weihnachtsfest habt und genau, das wünschen wir euch vom ganzen Herzen. Aber heute haben wir nochmal ein ganz natürliches Thema und zwar eine Outdoor-Tischdeko. Genau, vielleicht können wir das mal eben zeigen. Also ganz natürlich, was man dann auch umbauen kann. Nachher gibt es Pizza und dann kommen hier nachher die Bleche drauf und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Heute am zweiten Weihnachtstag, Micha, ne? Da haben wir gesagt, da gehen wir nochmal mit euch raus und machen hier nochmal eine ganz tolle, ich würde mal sagen, Outdoor-Tischdeko, die man natürlich auch super drinnen machen kann. Wir haben einfach nur mal einen Plan, wir gucken mal, wir kriegen nämlich heute Besuch und wollen das eigentlich mit Kaffee und Abendessen verbinden, beziehungsweise den Tisch so decken, dass man das zweimal nutzen kann. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich mache keine Präsentation, ich fange einfach an. Und ich habe hier diesen Jute-Stoff, das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Der hat wie so ein Tischband die Breite und den lege ich mir jetzt hier einmal über den Tisch aus. Das ist ein guter Schutz, weil wir so ein bisschen natürlich heute hier arbeiten. Feuchtigkeit macht den Tisch natürlich nicht viel aus, aber gut, er ist schon ziemlich ramponiert. Aber da wir heute ein bisschen Holz hier mit rein dekorieren, ist es natürlich gut, wenn hier noch ein bisschen Schutz ist. Und ich schneide mir das hier jetzt einfach ab. Man kann jeden anderen Stoff nehmen, Baumwolle oder wie auch immer. Filzstoff ist auch super schön. Und ich habe jetzt hier aus dem Schuppen Holz gefunden, beziehungsweise was auch für unseren Kamin noch nicht fertig ist, aber das lagert da, um zu trocknen. Wir trocknen das immer 2 Jahre. Das waren Tannen von uns, glaube ich, ne, Micha? Ja. Ja, genau. Und genau, die liegen da jetzt noch so. Ich habe mir ein paar Stücke genommen und würde die jetzt genau hier hinten einmal in Position stellen. Das heißt, ich nehme jetzt gleich noch ein bisschen Stoff und erweitere mir das hier als Schutz. Und genau, das mache ich mal eben. Ich habe jetzt hier nur so ein kleines Stück abgeschnitten und lege mir das jetzt hier unter den anderen Stoff darunter. Und das mache ich jetzt vorne auch noch mal. Hier habe ich jetzt auch noch mal so einen dicken und den lege ich mir hier einfach quer hinten. Man kann natürlich jetzt auch noch ein bisschen zur Seite gehen, wenn man mehr Platz hat, beziehungsweise mehr Gäste. Wir sind heute eine kleine Gruppe, sind nur 4 Leute. Und genau, ich lege mir den hier hinten als Deko so in Position. Mich umentschieden, ich mache das nach vorne hin. Genau, ich lege mir den vorne in Position, einfach so quer einmal rüber, der hält. Ich habe die natürlich vorher abgefegt, keine Frage. Und auch hier habe ich jetzt einen anderen genommen und stelle mir den hier hin. Und diesen hier, den stelle ich jetzt hier in die Mitte vom Tisch. Genau, und das war's. Und hier habe ich jetzt Holzscheiben. Das sind wirklich ganz natürliche und da könnt ihr gerne mal gucken bei Hof Oelkers. Hier unten den Link zu unserer Webseite, da sind die Verlinkungen. Die sind einfach nur geschnitten und genau, also wird nicht weggeschmissen und ich finde, dass zu Dekozwecken ist das optimal. Und da nehme ich mir jetzt hier die Holzscheiben und lege mir die hier. Man kann sie natürlich auch ein bisschen höher legen und dann nach vorne weg. Und da kann man jetzt dekorativ gucken, wie man das schön findet. Und ich finde das eigentlich sehr schön. Ich mache das einmal hier zur Seite und ein bisschen hier weg.
Das ist so richtig rustikal, Micha, oder? Das stimmt, das muss ich sagen. Ganz rustikale Weihnachten, aber es ist sehr mild heute und ja, es wird sehr gemütlich, glaube ich, hier heute werden, weil natürlich kommt jetzt hier ein bisschen Tanne auch dazu und die hole ich mal eben. Genau, 3 kleine Pinos habe ich, eine größere hier, genau, Zuckerhut und die große, die stelle ich jetzt hier hinten, würde ich mal sagen, einfach nur so als Highlight hinter die Baumstämme, damit wir hier so ein bisschen Grün haben. Und was ich gemacht habe, ich habe die eben aus dem Plastiktopf, ich habe nur die Terrakotta-Töpfe, da war was anderes drin, habe ich aus dem Plastiktopf rausgenommen und hier reingemacht und werde das oben jetzt ein bisschen hier mit Moos nochmal eben auslegen. Und das ist wirklich super praktisch, weil das habe ich sehr lange jetzt hier im Schuppen gehabt. Deswegen ist es auch ganz toll eingetrocknet und man kann das jetzt natürlich hier wunderbar um den Pinus herumlegen. Und das mache ich mal eben mit den ganzen Töpfen. Und jetzt kann man natürlich gucken, wo man die gerne haben möchte. Also man kann sie eigentlich rein theoretisch, finde ich, auch hier in der Mitte finde ich das ganz niedlich. Wenn einem das zu hoch ist, hier kann man auch eine Lichterkette reinmachen. Dann kann man das natürlich auch runternehmen. Man muss natürlich nachher gucken mit dem Platz. Das heißt, man kann es auch hier vor diesen Baumstumpen stellen. Und das finde ich, glaube ich, ganz gut. Und hier hinten haben wir auch gut Platz. Und da stelle ich jetzt einfach die andere nochmal mit so rauf. Richtig schöne Winterdeko hier. Und die lassen wir auch, finde ich, Micha, länger stehen, oder? Ja, klar. Kann man ja Silvester dann auch, weil die Idee ist, ich habe jetzt, nämlich heute haben wir ja erst Kaffee und Kuchen und ich finde diese Tortenplatten, wir haben jetzt nicht viel, aber auf diesen großen kann man jetzt super die große Tortenplatte stellen und dann kann man natürlich gucken, möchte ich jetzt hier hinten noch die andere haben, dann kann ich ihn mir ein bisschen zur Seite ziehen, kann die andere hier hinten hinstellen, finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht oder aber auch die kleine, finde ich auch sehr niedlich. Und hier in der Mitte, da haben wir ja auch die Scheiben. Da würde ich mal sagen, ich muss jetzt doch mal eben gucken, wie es mir besser gefällt. Also ich habe jetzt die mittlere, habe ich hier unten auf die Holzscheibe gestellt. Hier hinten habe ich noch die kleine, wo man ein paar Kekse rauf machen kann. Und da, wenn man Torte oder Kuchen hat, ist das natürlich sehr optimal. Da kann man natürlich jetzt gucken, wie man das gerne möchte oder was man hat. Danach gibt es nämlich heute selbstgemachte Pizza, 3 verschiedene Sorten. Und dann kann man nämlich auch diesen Baumstumpen nach hochkant stellen und man kann hier super die Bleche nämlich raufstellen. Das heißt, man kann ganz super diese ganze Deko variieren. Man kann nachher auch einen hier rüberstellen. Das heißt, man hat ein Blech da. Und das ist eigentlich so diese Idee da dran. So, die Platten stehen und es geht weiter. Und ich nehme jetzt hier dieses trockene Moos und lege mir das hier einfach überall so ein bisschen hin. Ich meine, wer unsere Videos kennt, der weiß, wir dekorieren sehr gerne und sehr viel damit. Und tatsächlich, darunter ist noch eine Frisbee von Sophie. Aber genau, dieses trockene Moos nehme ich jetzt und dekoriere das hier überall mit drauf. Worüber ich mich sehr freue, ich habe hier noch das Polstermoos gefunden. Da könnt ihr oben in der Infobox nochmal gucken. Das hatten wir ja auch innen drin. In der ersten Tischdeko und in der zweiten haben wir nicht so viel verbraucht, in der Vase auch nicht. Und deswegen können wir jetzt hier wunderbar auch noch das trockene Polstermoos einfach hier mit eindekorieren. Ich habe hier noch so ein defektes, das war kaputt, und so ein Windlicht. Und ich finde, das passt aber wunderbar hier jetzt mit in diese natürliche Deko rein. Da kommt einfach nur so ein Teelicht rein. Und das stelle ich mir jetzt hier einfach noch mit so dazu, darauf. Und da wir heute den 2. Weihnachtstag haben, es nützt ja alles nichts. Kommt hier einfach noch ein bisschen Tanne rauf. Aber wie gesagt, die Deko kann man auch wunderbar zum Frühjahr nehmen. Nachher mit wunderschönen Zwiebelblühern. Aber Tanne machen wir jetzt heute hier noch mit drauf. Und genau, das machen wir mal eben. Erst habe ich gedacht, Kokossterne. Micha sagt auch nein. Nein, wir machen es jetzt winterlich. Und da kann man natürlich hier, guck mal, ich habe noch die Zapfen, die ich letztes Mal mit der Kreidefarbe genau bemalt habe. Die habe ich noch übrig. Und die kommen jetzt hier, lege ich dir hier einfach überall mit rein.
Habe ich noch eine Lichterkette gefunden, schön eingepackt hier mit dem Juteband in grün. Das passt natürlich wunderbar. Und ich finde hier hinten, der hintere Teil, kann jetzt super noch mit dieser Lichterkette ein bisschen in Szene gesetzt werden. Und dann haben wir hier einmal das echte Windlicht mit der echten Kerze. Und hier arbeite ich jetzt hier noch ein bisschen die Lichterkette mit rein. Micha, gefällt dir das? Sehr gut. So richtig winterlich. Hast du Lust auf Kuchen? Aber hallo. Das habe ich mir gedacht. Also ich gehe mal eben rein, hol den Kuchen, hol das Geschirr und dann sehen wir uns gleich wieder. So ihr Lieben, und das ist unser Thema heute gewesen. Genau, eine ganz natürliche Wintertischdeko, aber die man natürlich auch das ganze Jahr machen kann. Dann natürlich vielleicht zu Ostern mit Eiern aber das machen wir dann mal, ne Micha? Das machen wir. Genau. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute zu Weihnachten inspirieren konnten mit diesem natürlichen Deko-Thema. Dann freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch, ihr Lieben. Und ich würde sagen, wir drücken euch aus der Ferne, oder Micha? Machen wir. Ganz doll. Und folgt uns gerne auf Instagram oder auf Facebook. Hier unten findet ihr die Links. Oder guckt doch mal auf unserer Webseite. Wie gesagt, diese Holzscheiben ganz natürlich, also nicht behandelt, gibt es eben auch auf Hof Oelkers und da sind die Verlinkungen. Also ihr Lieben, wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest. Bleibt gesund. Bis dann, eure Conny und Euer Micha, euer Kameramann. genau, tschüss. Tschüss.